Geschichte 1: Handy-Reparaturservice. Guten Tag, mein Smartphone ist kaputt. Können Sie es reparieren? Guten Tag. Was ist denn das Problem mit Ihrem Handy? Der Bildschirm ist gesprungen und das Display funktioniert nicht mehr. Es ist gestern passiert. Das sieht nicht gut aus. Lassen Sie mich das genauer anschauen. Wie ist das passiert? Es ist mir aus der Hand gefallen, direkt auf den Boden. Das passiert leider oft. Der Bildschirm ist komplett kaputt. Ist es sehr teuer zu reparieren? Ich bin Student und habe nicht viel Geld. Ein neues Display kostet etwa 150 Euro plus 50 Euro Arbeitskosten. 200 Euro? Das ist ja fast so viel wie ein neues Handy. Ich verstehe. Aber Ihr Handy ist noch sehr neu und hochwertig. Es lohnt sich. Wie lange dauert die Reparatur? Ich brauche mein Handy für die Uni. Normalerweise 2 bis 3 Werktage. Wir bestellen das Ersatzteil heute. Haben Sie eine Garantie auf die Reparatur? Ja, 6 Monate Garantie auf alle Reparaturen und Ersatzteile. Was passiert mit meinen Daten und Fotos? Sind die sicher? Die bleiben alle erhalten. Wir berühren nur das Display, nicht den Speicher. Das ist gut zu hören. Ich habe wichtige Uni-Fotos darauf. Verstehe. Wir sind sehr vorsichtig mit Kundendaten. Gut, dann mache ich es. Wann kann ich es abholen? Am Donnerstag nach 15 Uhr. Ich rufe Sie vorher an. Perfekt. Was brauchen Sie von mir für die Reparatur? Ihren Ausweis und eine Anzahlung von 100 Euro. Hier ist mein Ausweis und die Kreditkarte für die Anzahlung. Danke. Hier ist Ihr Reparaturschein mit der Abholnummer. Bewahren Sie ihn gut auf. Vielen Dank. Hoffentlich funktioniert es dann wieder perfekt. Das wird es bestimmt. Wir sind Experten für Smartphone-Reparaturen. Das beruhigt mich sehr. Bis Donnerstag dann. Bis Donnerstag. Einen schönen Tag noch. Geschichte 2: Internetproblem melden. Hallo, mein Internet funktioniert seit gestern nicht mehr. Das ist sehr ärgerlich. Das tut mir leid. Können Sie mir Ihre Kundennummer geben? Moment, ich suche sie in meinen Unterlagen. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Danke. Ich sehe das Problem in unserem System. Es ist ein technischer Defekt. Was ist denn los mit meiner Internetverbindung? Ich verstehe das nicht. Es gibt ein technisches Problem mit dem Router in Ihrer Straße. Seit wann wissen Sie das? Warum wurde ich nicht informiert? Ich arbeite von zu Hause. Das Problem ist erst heute Morgen aufgetreten. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Wann wird es repariert? Ich habe wichtige E-Mails zu beantworten. Unsere Techniker arbeiten daran. Bis heute Abend sollte alles wieder funktionieren. Sollte? Das klingt nicht sehr sicher. Ich brauche eine Garantie. Normalerweise dauern solche Reparaturen nur wenige Stunden, spätestens morgen früh. Was kann ich in der Zwischenzeit tun? Ich muss arbeiten. Sie können Ihr Handy als Hotspot benutzen für wichtige E-Mails. Wie funktioniert das genau? Ich kenne mich nicht so gut aus. In den Handy-Einstellungen gibt es persönlicher Hotspot. Aktivieren Sie das. Okay, ich schaue in den Einstellungen gefunden. Und dann? Verbinden Sie Ihren Computer oder Laptop mit dem Handy-WLAN.
Das funktioniert. Aber verbraucht das viel Datenvolumen? Ja, seien Sie sparsam. Nur für wichtige Sachen, nicht für Videos. In Ordnung. Rufen Sie mich an, wenn das Internet wieder geht? Natürlich. Sie bekommen auch eine SMS mit der Bestätigung. Gut. Hoffentlich klappt alles heute Abend wie versprochen. Das wird es bestimmt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bis später dann. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören und einen schönen Tag trotz der Probleme. Geschichte 3. App-Demo Freunde. Anna, ich habe eine tolle neue App entdeckt. Willst du sie sehen? Ja, gerne. Was macht die App denn? Ist sie nützlich? Sie hilft beim Deutschlernen. Schau, hier sind verschiedene Übungen und Spiele. Oh, das sieht wirklich gut aus. Wie heißt die App? Deutschmeister. Hier kann man Vokabeln üben und Grammatik lernen. Die Oberfläche ist sehr benutzerfreundlich und bunt. Ist sie kostenlos? Grundfunktionen sind kostenlos, aber Premium kostet 5 Euro im Monat. Das ist nicht teuer für eine Lern-App. Was ist im Premium-Paket enthalten? Mehr Übungen, persönliche Lernpläne und Sprachaufnahmen zur Aussprachekorrektur. Sprachaufnahmen? Das ist praktisch für die Aussprache. Zeig mal. Genau. Hier kannst du ein Wort sprechen und bekommst sofort Feedback. Lass mich mal probieren. Schmetterling. War das richtig? Sehr gut. Die App zeigt dir genau, wo du dich verbessern kannst. Wow, das ist wirklich hilfreich für mein Studium. Wie hast du die App gefunden? Mein Deutschlehrer hat sie empfohlen. Alle Studenten in meiner Klasse benutzen sie jetzt. Ich lade sie gleich runter auf mein Handy. Gibt es auch andere Sprachen? Ja, Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch. Sehr international. Perfekt. Ich möchte auch mein Englisch für die Uni verbessern. Wir können zusammen lernen und uns gegenseitig motivieren. Das macht mehr Spaß. Das ist eine super Idee. Jeden Tag 20 Minuten zusammen? Ja, und wir können unsere Fortschritte vergleichen und Wettbewerbe machen. Das wird lustig. Wer mehr Punkte hat, zahlt den Kaffee. Deal. Das motiviert uns beide zum Lernen. Danke fürs Zeigen. Das wird meinem Studium sehr helfen. Gern geschehen. Zusammen lernen macht viel mehr Spaß als alleine. Dann fangen wir gleich heute Abend an. Geschichte 4. Passwort Hilfe online. Hallo, ich habe mein Passwort vergessen und kann mich nicht einloggen. Das ist sehr ärgerlich. Guten Tag. Für welche Website oder welchen Service brauchen Sie Hilfe? Für mein Online-Banking. Ich habe es seit 3 Wochen nicht mehr benutzt. Verstehe. Aus Sicherheitsgründen brauche ich zuerst Ihre Legitimation. Mein Name ist Oliver Weber, Kundennummer 987654321. Können Sie mir noch Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse geben? 15. März 1995, Königstraße 42, 10115 Berlin. Perfekt. Das stimmt mit unseren Daten überein. Alles korrekt. Gut. Wie kann ich jetzt ein neues, sicheres Passwort erstellen? Ich schicke Ihnen einen sicheren Link per E-Mail.
Haben Sie Zugang zu Ihrer E-Mail? Ja, meine E-Mail funktioniert einwandfrei. Wie lange dauert das? Der Link kommt in wenigen Minuten. Schauen Sie auch im Spam-Ordner nach. Okay, ich warte. Ah, da ist die E-Mail schon. Und jetzt? Klicken Sie auf den Link. Sie kommen zu einer sicheren Passwortseite. Gemacht. Jetzt soll ich ein neues Passwort eingeben. Was empfehlen Sie? Wählen Sie ein starkes Passwort mit Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Wie lang sollte es sein? Und welche Zeichen sind am besten? Mindestens 8 Zeichen, besser 12. Vermeiden Sie einfache Wörter wie Passwort. Perfekt. Soll ich es irgendwo sicher speichern für die Zukunft? Ja, benutzen Sie einen Passwortmanager oder schreiben Sie es sicher auf Papier. Was ist ein Passwortmanager? Ist das sicher? Das ist eine App, die alle Passwörter sicher speichert. Sehr praktisch. Das klingt gut. Können Sie eine App empfehlen? LastPass oder 1Passwort sind sehr gut und sicher. Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Hilfe. Gern geschehen. Bei weiteren Fragen rufen Sie uns gerne an. Das mache ich bestimmt. Auf Wiederhören. Geschichte 5. Online-Kurs buchen. Hallo, ich interessiere mich für Ihren Online-Deutschkurs. Können Sie mir helfen? Hallo? Gerne berate ich Sie ausführlich. Welches Sprachniveau haben Sie denn? Ich bin nicht sicher. Irgendwo zwischen A2 und B1, denke ich. Kein Problem, wir haben einen kostenlosen Einstufungstest online verfügbar. Wie lange dauert dieser Test? Ist er schwierig? Etwa 20 Minuten. Sie bekommen sofort das Ergebnis mit Erklärungen. Und wie funktioniert der Online-Kurs genau? Ist das wie Zoom? Wir haben Live-Unterricht per Video mit maximal 8 Teilnehmern pro Gruppe. Wann finden die Unterrichtsstunden statt? Ich arbeite bis 17 Uhr. Montag, Mittwoch und Freitag von 18 bis 19:30 Uhr. Perfekt für Berufstätige. Das passt gut in meinen Zeitplan. Was kostet der komplette Kurs? 280 € für 8 Wochen. Das sind 24 Unterrichtsstunden insgesamt. Das ist etwa 12 € pro Stunde. Das ist sehr fair für Privatunterricht. Dazu bekommen Sie alle Materialien digital und wöchentliche Hausaufgaben. Gibt es auch Aufzeichnungen, falls ich mal verhindert bin? Ja, alle Stunden werden aufgezeichnet. Sie können sie eine Woche lang ansehen. Das ist sehr flexibel. Wann kann ich mit dem Kurs anfangen? Der nächste Kurs beginnt am kommenden Montag. Haben Sie technische Fragen? Welche Software brauche ich? Muss ich etwas kaufen? Nur Zoom für den Unterricht. Das ist kostenlos und sehr einfach zu benutzen. Gut, ich möchte mich anmelden. Wie läuft die Anmeldung ab? Zuerst machen Sie den Einstufungstest, dann schicke ich Ihnen den Vertrag per E-Mail. Kann ich auch später bezahlen oder muss ich sofort zahlen? Sie können in 2 Raten zahlen. 140 € jetzt und 140 € nach 4 Wochen. Perfekt. Kann ich den Einstufungstest jetzt gleich machen? Natürlich. Ich schicke Ihnen den Link sofort per E-Mail. Vielen Dank für die ausführliche und geduldige Beratung. Gern geschehen. Ich freue mich schon auf Sie im Kurs. Geschichte 6. Familie,
Videochat, Lisa, wir sollten einen Videoanruf mit der ganzen Familie planen. Was denkst du? Gute Idee. Wann haben alle Zeit? Besonders Oma und Opa. Sonntagnachmittag wäre gut. Mama und Papa sind dann frei von der Arbeit. Und Oma? Sie ist nicht so gut mit Technik und braucht Hilfe. Wir können ihr vorher helfen, die App zu installieren und zu testen. Welche App sollen wir benutzen? WhatsApp, Zoom oder Skype? WhatsApp ist am einfachsten für Oma. Alle haben es schon auf dem Handy. Stimmt. Soll ich eine Familiengruppe erstellen für den Chat? Ja, mach das. Nennen Sie Familie Videochat Sonntag. Sehr klar? Fertig. Ich lade alle ein. Mama, Papa, Oma, Opa und uns beide. Um wie viel Uhr? 15 Uhr ist gut für alle Zeitzonen. Perfekt. Oma und Opa sind ja in München. 1 Stunde Unterschied. Hoffentlich funktioniert Ihr Internet gut genug für Video ohne Probleme. Letzte Woche hat es geklappt. Und wir können notfalls nur telefonieren. Ich rufe Oma vorher an und teste die Verbindung mit ihr. Gute Idee. Und wir sollten alle daran erinnern, das Handy rechtzeitig zu laden. Ja, Papa vergisst das immer und dann geht das Handy aus. Ich schreibe eine Nachricht in die Gruppe mit allen wichtigen Infos. Super. Es wird schön, alle Gesichter zusammenzusehen. Ja, besonders Oma freut sich immer sehr über Videoanrufe mit uns allen. Corona hat uns gezeigt, wie wichtig digitale Familienkontakte sind. Absolut. Auch wenn wir weit voneinander entfernt wohnen, bleiben wir verbunden. Technologie macht es so einfach, in Kontakt zu bleiben mit der Familie. Und nach dem Chat können wir vielleicht zusammen Online-Spiele spielen. Das ist eine tolle Idee. Ich freue mich schon auf Sonntag. Ich auch. Dann sehen wir uns alle um 15 Uhr. Geschichte 7. Computer, Nachbarhilfe. Hallo Klaus, kannst du mir bitte mit meinem Computer helfen? Ich verzweifle. Natürlich, Ingrid. Was ist denn das Problem mit dem Computer? Mein Computer ist sehr langsam geworden. Alles dauert ewig, auch einfache Programme. Seit wann ist das so? Und wie alt ist der Computer ungefähr? Etwa 2 Wochen ist er langsam. Der Computer ist 3 Jahre alt. Darf ich mal schauen? Vielleicht sind zu viele Programme gleichzeitig geöffnet. Bitte, bitte. Ich verstehe nichts von Computern und Technik. Ah, ich sehe das Problem sofort. Sie haben 15 Browser-Tabs offen. Ist das schlecht? Ich dachte, das ist normal und okay. Jeder Tab verbraucht Arbeitsspeicher. Das macht den Computer sehr langsam. Oh, wie viele Tabs soll ich maximal geöffnet haben? Höchstens 5 bis 7 Tabs gleichzeitig. Schließen Sie alle anderen. Okay, ich schließe sie jetzt. Wow, es wird schon viel schneller. Gut, lassen Sie mich auch nach Software-Updates schauen. Updates? Was ist das genau? Ist das wichtig? Softwareverbesserungen. Ihr Computer braucht sie für bessere Leistung und Sicherheit. Ist das kompliziert zu machen? Kann ich etwas kaputt machen? Nein, der Computer macht das automatisch. Ich aktiviere die automatischen Updates. Du bist so hilfreich und geduldig.
Gibt es noch etwas? Ja, Sie sollten den Computer mindestens einmal pro Woche neu starten. Warum das denn? Ich lasse ihn immer an. Das löscht temporäre Dateien und macht alles wieder schnell und frisch. Aha. Einfach ausschalten und wieder anschalten? Genau. Und löschen Sie regelmäßig Downloads, die Sie nicht brauchen. Das werde ich ab jetzt machen. Vielen Dank für deine Geduld. Kein Problem. Bei weiteren Fragen kommen Sie einfach rüber zu mir. Das ist so beruhigend. Mein Computer funktioniert wieder perfekt wie neu. Freut mich sehr. Nachbarn helfen sich gegenseitig. Das ist normal. Geschichte 8. Social-Media-Vergleich. Sarah, welche Social-Media-Plattform benutzt du am liebsten und warum? Ich bin hauptsächlich auf Instagram und TikTok aktiv. Und du? Ich benutze Facebook und LinkedIn hauptsächlich für berufliche Kontakte. LinkedIn? Das kenne ich nur vom Namen. Was macht man da? Das ist wie Facebook, aber für Business und Karriere. Man vernetzt sich beruflich. Klingt nützlich für die Jobsuche nach dem Studium. Ist es kostenlos? Ja, die Grundfunktionen sind kostenlos. Es gibt auch Premium für mehr Features. Was machst du auf Instagram? Postest du viel oder schaust du nur? Nicht so oft. Ich schaue mehr zu, als dass ich selbst poste. Ich liebe Instagram für Fotos und Stories. TikTok für lustige Videos und Trends. Machst du dir keine Sorgen um Datenschutz bei diesen Apps? Manchmal schon. Aber ich passe auf, was ich teile und poste. Das ist wichtig. Ich checke regelmäßig meine Privatsphäre-Einstellungen bei allen Apps. Gute Idee. Wie machst du das genau? Kannst du es mir zeigen? In den Einstellungen gibt es Privatsphäre. Da kann man alles kontrollieren. Danke für den wichtigen Tipp. Verwendest du auch WhatsApp täglich? Ja, täglich für Familie und Freunde. Das ist praktisch für Gruppen. Definitiv. Ohne WhatsApp könnte ich nicht leben. Alle benutzen es. Social Media kann sehr nützlich sein, aber man muss bewusst damit umgehen. Du hast recht. Balance zwischen Online und Offline ist wichtig. Manchmal verbringen wir zu viel Zeit am Handy, finde ich. Stimmt. Ich schaue zu oft auf Instagram, besonders abends. Vielleicht sollten wir uns auch mal offline treffen, ohne Handy. Gute Idee. Das echte Leben ist auch noch wichtig und schön. Dann lass uns morgen Kaffee trinken gehen, okay? Perfekt. Und wir lassen die Handys zu Hause oder stumm. Geschichte 9. Online-Shopping-Beratung. Hey Alex, ich möchte online einen Laptop kaufen. Hast du gute Tipps für mich? Klar. Welches Budget hast du denn für den neuen Laptop? Etwa 800 bis 1000 Euro für Arbeit, Studium und etwas Gaming. Gutes Budget. Welche Online-Shops schaust du dir an? Amazon, Mediamarkt und Saturn Online. Sind die alle vertrauenswürdig? Ja, alle drei sind seriös und sicher. Ich kaufe oft bei Amazon. Worauf soll ich beim Online-Kauf besonders achten? Bewertungen lesen, Rückgaberecht prüfen und Preise bei verschiedenen Shops vergleichen. Wie vergleiche ich Preise am besten und schnellsten?
Nutze Preisvergleichsseiten wie Idealo oder Geizhals. Sehr praktisch. Und was ist mit Garantie und Reparaturservice? Deutsche Online-Shops haben 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung auf alles. Ist Online-Bezahlen wirklich sicher? Ich habe Bedenken. Ja, mit PayPal oder Kreditkarte. Niemals per Vorkasse bei unbekannten Shops. Guter Rat. Wie erkenne ich gefälschte oder gekaufte Bewertungen? Viele 5-Sterne-Bewertungen am gleichen Tag sind verdächtig und unecht. Macht Sinn. Und wie ist das mit der Lieferzeit? Amazon Prime ist oft am schnellsten. Andere Shops brauchen 2 bis 5 Werktage. Was machst du, wenn etwas kaputt oder falsch ankommt? Sofort Fotos machen und den Kundenservice per E-Mail kontaktieren. Und wenn der Shop nicht antwortet oder nicht hilft? Bei deutschen Shops hast du immer Rechte. Notfalls zur Verbraucherzentrale. Super Tipps. Hilfst du mir bei der konkreten Auswahl? Gerne. Schick mir 3 Laptop-Modelle und wir schauen zusammen. Danke. Mit deiner Hilfe fühle ich mich viel sicherer beim Kauf. Online-Shopping ist einfach und sicher, wenn man weiß, wie es richtig geht. Geschichte 10. Kontaktlos. Bezahlen lernen. Das macht 15,50 € bitte. Wie möchten Sie heute bezahlen? Ich hätte gerne kontaktlos bezahlt, aber ich weiß nicht genau, wie das geht. Kein Problem. Haben Sie eine EC-Karte oder Kreditkarte dabei? Ja, hier ist meine EC-Karte. Hat sie das kontaktlose Symbol darauf? Perfekt. Sehen Sie das WLAN-Symbol hier auf der Karte? Das bedeutet kontaktlos. Ah ja, ich sehe es. Und wie funktioniert das genau? Halten Sie die Karte einfach nah an das schwarze Kartenterminal hier. Wie nah muss ich sie halten? Berühren oder Abstand? Etwa 2 bis 3 Zentimeter Abstand reicht. Sie hören dann einen Piepton. So? Oh, es piept schon. Ist das jetzt schon alles? Ja, fertig und bezahlt. Unter 25 € brauchen Sie keine PIN einzugeben. Ohne PIN? Ist das wirklich sicher vor Diebstahl? Ja, sehr sicher. Es gibt spezielle Verschlüsselung und Limits. Was passiert bei Beträgen über 25 €? Da müssen Sie die PIN eingeben, genau wie beim normalen Bezahlen. Das ist praktisch. Funktioniert das in allen Geschäften? Fast überall. Schauen Sie nach dem kontaktlosen Symbol am Terminal. Kann ich auch mit dem Handy bezahlen? Das habe ich gehört. Ja, mit Apple Pay, Google Pay oder der Banking-App Ihrer Bank. Wie richte ich das auf meinem Handy ein? Fragen Sie Ihre Bank oder schauen Sie in die Banking-App. Die erklären alles. Ist Handybezahlen sicherer als mit der Karte? Ja, sogar noch sicherer, weil Sie den Fingerabdruck oder Face ID brauchen. Das klingt sehr modern und praktisch für den Alltag. Probieren Sie es aus. Die meisten Kunden lieben kontaktloses Bezahlen. Vielen Dank für die geduldige Erklärung. Das war sehr hilfreich. Gern geschehen. Kontaktloses Bezahlen ist wirklich praktisch und schnell. Stimmt, ich werde es ab jetzt öfter benutzen. Perfekt. Einen schönen Tag noch und bis bald wieder. Before you go,
Here are some challenging German words from today's episode to boost your vocabulary. Practice them and share your favorite in the comments.